Lowe's ist die Gutschläferaktie schlechthin. Ist es an der Zeit, den Anker fürs Depot auszuwerfen? Langfristig investieren, entspannt Vermögen aufbauen, herzubekommen auf dem Börsenparkett. Heute werfen wir einen Blick auf den Baumarktgiganten Lowe's. Dürfte ja auch jedem von euch bekannt sein, also Branche Einzelhandel und hier eben diesen Fokus auf Baumärkte und Heimwerkerbedarf. Es ist der zweitgrößte Baumarktbetreiber in den USA, eben nach Home Depot, und man fokussiert sich hier besonders auf diese Heimwerker. Aber natürlich hat man auch Bauunternehmen und Profis als Kunden und man macht hauptsächlich Umsatz durch den Verkauf von Baumaterialien, Werkzeugen, Möbeln, Gartenbedarf, aber auch Smart Home Produkten, und sie haben eine wirklich starke Marktposition mit über 1700 Filialen, und vor allem der wachsende E-Commerce und ja auch der B2B-Bereich spielt natürlich eine große Rolle, und sie profitieren hier von auch einem Megatrend, und zwar diesem Megatrend in den USA, der sich rund um Renovierungen und natürlich auch Hausbau dreht, also alles, was mit Do-it-yourself zu tun hat. Ja, schauen wir uns mal die aktuellen Zahlen an und die Gesundheit des Unternehmens. Hier sehen wir die Quartalszahlen aus dem Fiskaljahr 2024. Im Vergleich zum Vorjahr, also im Vergleich zu 2023, sind die vergleichbaren Verkaufszahlen hier gesunken um minus 2,7%. Wir sehen auch ja, eigentlich über die breite Masse hinweg, dass wir hier rückläufige Ergebnisse haben. Also bei den Earnings per Share haben wir 7% verloren, auch bei den Adjusted, bei den Operating Incomes bzw. der operativen Marge haben wir rückläufige Ergebnisse. Also wir sind nach wie vor in einer gewissen Normalisierungsphase bei der Lowe's-Aktie nach eben diesem wirklich starken Corona-Hype, wo einfach Leute viel Zeit hatten und ja, gerne auch mal diese Zeit dann investiert haben in das Eigenheim. Ja, wir sind also immer noch in dieser Normalisierungsphase, haben jetzt im Moment kein wahnsinnig starkes Wachstum. Dennoch wurden hier 6,5 Milliarden US-Dollar an den Aktionär ausgeschüttet. Und das ist natürlich auch eine der Hauptinvestmentthesen, warum man wahrscheinlich an Lowe's beteiligt sein möchte. Vielleicht gleich vorneweg, ich bin selber an Lowe's beteiligt. Ich habe die Aktie in meinem Depot, deswegen natürlich auch keine Anlageberatung. Aber für mich spielt auch eine große Rolle eben dieser starke Kapitalreturn von diesen ja, 6,5 Milliarden US-Dollar. Da bekomme ich natürlich dann auch einiges an Dividenden und zurückgekauften Aktien, ja, sozusagen gut geschrieben. Also, wenn wir uns die ganzen Verkaufszahlen mal genauer anschauen, sehen wir, dass die durchschnittliche Verkaufszahl, also den durchschnittlichen Preis, den jemand gezahlt hat, wenn er einen Einkauf getätigt hat, der ist um 0,3% gestiegen. Die Online-Sales, die sind deutlich gestiegen mit 4,6%. Also hier merkt man schon, dieser E-Commerce-Bereich ist deutlich am Wachsen, also auch viel besser als eben diese normalen Stores, wenn aber auch die Transaktionen hier um 3% rückläufig waren. Ja, sie haben ganz viele neue Produktkategorien, die natürlich auch besonders gut hier performt haben, also was wie Hardware, Appliances, Millwork, und hier auch nochmal ein Ausschnitt der Total Home Strategy. Da wollen sie eben einerseits hier das AI-Framework für sich nutzen, um dann auch ja, die Erfahrung des Kundens bzw. die User Experience nochmal einfach zu verbessern. Außerdem gibt es ja auch jetzt hier dieses Rewards-Leute-Programm, auch sehr schön. Und sie haben den ersten Product Marketplace eröffnet. Also es ist generell ein sehr spannendes Unternehmen. Und sie sind da weiterhin eigentlich auf gutem Wege, auch wenn jetzt natürlich diese Quartalszahlen nicht irgendwie von einem wahnsinnig starken Wachstum zeugen. Es sieht eigentlich ähnlich aus hier im Q4 2024. Da sind jetzt die Comparable Sales wieder minimal gestiegen um 0,2%, und auch die Margen haben sich hier deutlich erholt. Also es scheint schon so, als wäre Lowe's hier auf einem sehr guten Weg. Bevor wir uns jetzt im Qualitätscheck der aktuelle Bewertung anschauen, lasst doch gerne mal ein Abo da, kostenlos. Und natürlich auch Abo bzw. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn du dieses Video hier cool findest. Ist mal wieder was anderes, ein etwas defensiverer Wert. Und ja klar, also ich mache immer wieder auch spannende Videos zu Aktien, wie zum Beispiel zu Alphabet. Kannst du dir auch gleich im Anschluss gerne anschauen. So, guck mal in den Qualitätscheck. Zu der Lowe's-Aktie, und wir sehen halt schon, ja, also vor allem in diesen Jahren hier 2023, 2022, sogar auch noch 2021, sind die Cashflows explodiert. Also wahnsinnig, wirklich, wie dieser Megatrend sich hier entfaltet hat bei der Lowe's-Aktie. Man konnte hier wirklich sehr schön davon profitieren.
hat aber nun natürlich auch dazu geführt, dass der bereinigte Gewinn jetzt am Sinken ist. Also seit Anfang 2024 haben wir hier einfach diese Normalisierung gesehen. Die Prognosen sagen aber, dass ab 2026 hier die Gewinne auch wieder steigen sollen. Der für Cashflow, der sieht aber nach wie vor sehr gut aus. Also der operative Cashflow, der hält sich weiterhin relativ stabil. Wenn wir uns die Payout Ratio anschauen von der Dividende, sehen wir knapp 40%. Also das auch in einem absoluten gesunden Rahmen. Beim Umsatz haben wir eigentlich ein ähnliches Bild, also auch hier diese Hochphase 2022, 2023. Da sind wir jetzt eben auch wieder ein Stück zurückgekommen, sehen wir eben auch. Aber auch hier gehen die Analysten jetzt davon aus, dass 2026 hier dieser Turnaround kommen soll und dann die Umsätze auch wieder anwachsen dürften. Die Nettomarge, ja, also ich glaube nicht allzu verwunderlich. Wir sind ein Einzelhändler, liegt hier relativ niedrig bei 8,3%. Aber da gibt es natürlich auch Einzelhandelsunternehmen, wo die Marge deutlich weiter unten liegt. Von dem her eigentlich für diese Branche relativ attraktiv. Bei der Bilanz sehen wir, dass die Schuldenquote relativ hoch ist. Also hier 133% Schuldenquote gesamt. Ganz klar, also man möchte ja hier auch immer die eigenen Aktien zurückkaufen. Es führt jetzt auch dazu, dass dass die Bilanz relativ schwach aussieht. Man benutzt auch diesen Hebel so ein Stück weit, um die eigene Aktienanzahl zu reduzieren. Das können wir uns aber gleich nochmal genauer anschauen. Spielt jetzt aber natürlich bei so einem riesigen Unternehmen nicht die allerschwierigste Rolle. Ist ein sehr komplexes Thema. Wen das noch genauer interessiert, dann verlinke ich nochmal meine größere Analyse zu Lowe's. Da bin ich auch nochmal drauf eingegangen. Ja, genau, sprechen wir nochmal über Aktienrückkäufe. Also die werden wirklich jedes Jahr langfristig getätigt, schon seit 2005 und das ist natürlich also ein wunderschöner Trend. Das ist auch eigentlich so ein, ja, der Kernpunkt, warum ich in Lowe's investiert bin. Also diese Aktienrückkäufe finde ich besonders spannend, finde ich auch sehr attraktiv. Dieser Shareholder Return macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn man sich mal so Aktien anschaut, wie O'Reilly Automotive oder sowas in die Richtung oder Booking, ja, also Aktien, die ganz stark eigene Aktien vom Markt nehmen, dann sieht man eben auch schon, was das für ein Potenzial haben kann, weil das sind meist absolut Dauerläufer und ich denke, dass Lowe's da in eine ähnliche Kategorie ja, dazugezählt werden sollte. Wenn wir uns die Bewertung anschauen, auf Basis der letzten 5 Jahre sind wir im Moment leicht überbewertet, also knapp über dem Durchschnitt, circa 5 bis 10%. Aber ja, es ist ein attraktives Niveau. Wir sind dann eben nicht mehr in dieser deutlichen Unterbewertung. Klar, es waren halt hier auch mal ja, ein paar Hypephasen mit dabei. Also gerade in Corona wollte jeder Lows haben. Ja, auf Basis des bereinigten Gewinns der letzten 3 Jahre sehen wir jetzt eben auch, dass wir überbewertet sind. Ist eben nur die Frage, ja, wann kommt denn eben jetzt die Erholung? Wir können uns hier auch noch den bilanzierten Gewinn anschauen im Vergleich. Da sieht es etwas besser aus. Also da sind wir jetzt fast auf dem fairen Wert angekommen. Und beim operativen Cashflow haben wir ja auch schon gesehen, der hat sich relativ gut gehalten. Da sind wir jetzt sogar minimal unterbewertet. Also von dem her, ja, interessant. Aufs Jahr gerechnet bis 2028 hätten wir hier eine mögliche Rendite von 10%, also das auch ja, ein relativ netter Wert. Es ist eben ein sehr stabiles Unternehmen, ein sehr defensives Unternehmen, eine Aktie, die eher langsam läuft, hat natürlich auch einige Vorteile dann, gerade wenn es mal ja, ein bisschen heiß hergeht, auch an der Börse. Tech-Aktien deutlich korrigieren, dann ist Lowe's, glaube ich, ein Unternehmen, das hier ja auch für Stabilität eben sorgen kann in einem Aktiendepot. Die einzelnen Bereiche sehen wir jetzt hier nochmal. Also man ist breit diversifiziert, Appliances, Seasonal and Outdoor Living, Hardware, Building Materials, also ein riesiger Konzern mit sehr vielen verschiedenen Segmenten. Wenn wir uns die regionale Verteilung anschauen, sehen wir, dass hier Kanada nicht mehr Teil des Businesses ist. Man hat hier Kanada verkauft, also alle Filialen in Kanada sind nicht mehr Teil davon. In den USA ist der Hauptmarkt und auch der einzige Markt seitdem, also 2024, Lowe's nur noch in USA tätig und man hat hier auch eine sehr spannende Strategie. Man ist ganz lange nicht mehr weitergewachsen bei den Store-Anzahlen, also bei den Geschäftszahlen. Und da gab es aber jetzt auch einen Turnaround, also auch sehr spannende Situation. Nochmal der Verweis, schaut euch nochmal die andere Analyse an, wenn ihr euch wirklich extrem dafür interessiert, für Lowe's, weil es ist schon eine sehr spannende Aktie, wo auch einfach sehr, sehr viele Trends nochmal mit reinspielen. Und ja, das ist natürlich schon auch wichtig zu erwähnen.
Ja, bevor wir jetzt noch auf die Dividende kommen von Lowe's, wenn du noch auf der Suche bist nach einem Aktienbroker, also für mich der beste Aktienbroker, den es in Deutschland gibt, den nutze ich auch selber, dann kann ich dir die Finanzen Zero empfehlen. Und wenn du mit dem ersten angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung hier ein Konto öffnest, dann bekommst du 5% Cashback auf deine Sparplanrate auf den MSCI World. Also ganz coole Aktion und du hilfst damit auch, die Arbeit hier indirekt zu unterstützen. Danke dir. So, wir sind jetzt hier nochmal bei der Dividendenansicht von Lowe's. Also wir haben im Moment eine Dividendenrendite von 1,88%, also knapp 1,9%. Ist ganz nett, wenn wir uns das historisch anschauen, ist die auch schon tendenziell am oberen Ende. Also es gab hier mal im Hochpunkt 2,3%, aber wir bewegen uns meistens zwischen 1,7 und 2% hin und her. Ja, das ist, denke ich, eigentlich eine ganz nette Dividendenrendite. Gerade wenn man davon ausgeht, dass die hier noch weiter gesteigert wird, und davon gehe ich persönlich auf jeden Fall aus. Wir haben ja auch gesehen, also Payout Ratio 30-40%. Ich denke, da ist noch einiges an Luft auch für Lowe's. Wir zahlen auch schon seit 61 Jahren eine Dividende, also wirklich extrem schön. Ja, also wenn wir uns hier nochmal die Dividenden anschauen, sehen wir, dass vor allem 2022 auf 23 eine deutliche Steigerung stattgefunden hat und jetzt eben hier auf 24, also von 2023 auf 24, nur noch minimal die Steigerung. Ja, ist ja auch klar, es hängt eben auch mit dem Geschäftsmodell zusammen, weil jetzt einfach das Wachstum auch sich deutlich abgeschwächt hat, wir auch eher, ja, einfach eine schwächere Entwicklung jetzt haben, rückläufige Ergebnisse sehen. Da ist es natürlich auch schwieriger für Lowe's, die Dividende noch weiter zu erhöhen. Deswegen auch hier nur dieses marginale Wachstum von 23 auf 24 mit diesen 20 US-Cent aufs Jahr gerechnet. Wenn wir uns die Momentum-Strategie hier noch anschauen, also wir vergleichen jetzt einfach den Kurs, also die Kursperformance mit eingerechneten Dividenden mit dem S&P 500, also auch da sind die Dividenden bereits eingerechnet. Wenn wir uns hier die Entwicklung anschauen, ab 2020 sehen wir, dass Lowe's immer den S&P 500 outperformed hat. Wenn wir jetzt eben hier investiert hätten, dann wäre Lowe's über die absolut längste Strecke über dem S&P 500 gewesen und hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass wir diese Corona-Hype-Phase hier hatten und da hat man sich jetzt eben hier gut entwickelt, also man hat sich deutlich stabiler gehalten auch als der Gesamtmarkt und mittlerweile sind wir auch hier schon auf einem neuen Allzeithoch gewesen und liegen auch immer noch über der Rendite vom S&P 500. Also in den letzten 5 Jahren hätte es sich definitiv gelohnt, hier bei Lowe's beteiligt zu sein im Vergleich zum S&P 500. Auf jeden Fall, ja, einfach eine spannende Sache. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns noch den Chart an von Lowe's und bewerten, ob sich jetzt vielleicht sogar ein Einstieg lohnt. Also ultra langfristig auf Monatsbasis sieht es im Moment so aus. Wir haben hier auf jeden Fall einen Aufwärtstrend, der aber auch immer wieder von so Phasen hier geprägt ist. Und ihr seht schon, das sieht eigentlich aus wie hier oben. Das ist eigentlich so die normale Geschwindigkeit von der Aktie. Also dieses atypische Verhalten von 2020 bis 2021 war eben dieser Corona-Hype und der wird jetzt wieder normalisiert. Deswegen ist eine Annäherung an diese Struktur ja nicht 100% sicher, aber relativ wahrscheinlich. Gucken wir uns mal die aktuelle charttechnisch an, mittelfristig. Also wir sehen hier Corona hoch bei 260 US-Dollar ungefähr. Dann die langfristige Bodenbildung haben wir uns hier schön rausgearbeitet. Wichtigste Unterstützungszone waren dann hier bei 220. Nachdem wir drüber gelaufen sind, haben wir die nochmal angetestet. Da hatten wir auch drüber gesprochen. War ein sehr schönes Kaufsignal. Dann Allzeithoch bei 286 US-Dollar. Also neues Allzeithoch wurde markiert. Und jetzt kommt der Retest, jetzt kommt der Relauf, also Zurücklaufen des Kurses auf diese wichtigen Niveaus. Die schauen wir uns jetzt noch ein Stück genauer an. Also der Wochenimpuls geht hier von unten 211 US-Dollar bis hoch aufs neue Allzeithoch. Und wenn wir uns diesen Trend, praktisch diesen Aufwärtsimpuls nehmen, dann ist das hier die Korrektur dazu. Die ist sehr schön, die ist langsamer als der Impuls, also alles in Ordnung. Der Verkaufsdruck nach unten ist überschaubar. Wir haben jetzt hier auf diesem Niveau natürlich die wichtigen Unterstützungen hier aus 2023 und auch aus 2022 bzw. 2021. Wir haben das Fibonacci Retracement hier, dieses 61,8er bei 240 US-Dollar. Das haben wir auch schon abgeholt. Und zusätzlich haben wir hier auch noch wichtige Unterstützungen drunter. Also hier wäre sogar noch eine Kurslücke offen. Hier auch noch das andere Fibonacci Retracement. Und hier drunter wäre natürlich die Zone 2 nochmal diese wirklich langfristig wichtige Unterstützung.
Es wäre aber schon eher unschön, wenn wir bis dahin laufen würden. Das würde die Trenddynamik auch gewissermaßen verletzen. Also es wäre sehr, sehr, sehr gut, wenn Lowe's jetzt sich hier stabilisiert, hier mal ein Kaufsignal auslöst und dann gehe ich davon aus, dass wir hier ein neues Allzeithoch sehen in den nächsten Wochen. Alternativ hätten wir auch die Möglichkeit, dass wir uns dann hier unten stabilisieren bei 225 und maximal für mich möglich, dass wir bis auf 220 kommen, die Kurslücke hier schließen und dann weiter nach oben laufen. Sehr kurzfristig würde sich meiner Meinung nach wirklich für aggressive Leute hier ein Kauf lohnen über 245,65 oder für ja, mittelaggressive über 252 und für konservative über 270. Und wenn wir uns da das aggressive Szenario anwählen mit einem Spekulieren auf einen neuen Allzeithoch, hätten wir ein CFA von 2,7 und ja, aus letzter ATH hier 19% Renditemöglichkeit. Und ich glaube, dass Lowe's jetzt vor allem in der aktuellen Phase eine spannende Aktie ist. Die ist deutlich weniger volatil, also auf jeden Fall ein interessanter Wert. Aber lasst mich mal wissen, was ihr von der Lowe's-Aktie im Moment haltet. Glaubt ihr, dass sich da jetzt im Moment ein Kauf lohnt oder sollte man da vielleicht jetzt noch die Finger davon lassen? Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und ciao.